Jawohl, an liebe Freunde, zum längst überfälligen Scum Admin Guide mit allen Einstellungen, mit allen Loot-Einstellungen, mit allen Quest-Einstellungen, mit allen NPC-Einstellungen, alles drum und dran hier in der Videoreihe. Ich habe tatsächlich eine Videoreihe machen müssen, weil ich wollte alles in ein Video packen, aber es ist einfach so viel. Wir hätten hier ein 2-3 Stunden Video und ich bin mit der Länge zum Beispiel jetzt des ersten Videos auch noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich greife wirklich jede einzelne Einstellung auf. Und in der nächsten Zeit werden auch die anderen Videos dann kommen. Die sind soweit fertig. Die werden jetzt einfach nach und nach rausgehauen werden, damit ihr einfach immer punktuell auch die Videos gucken könnt und auch nicht alles in einem 3-Stunden-Video drin enthalten ist. Deswegen verzeiht es mir auch ein bisschen, wenn ich dann öfter mal sage, ich werde euch das später erklären in dem Video oder dazu kommen wir gleich noch. Das habe ich halt gesagt in dem Verdacht, dass ich dieses Video tatsächlich in einem Stück durchziehen werde. Sorry, dass es nicht so gekommen ist. Ich mache es tatsächlich auch ein bisschen für euch, dass ich das ein bisschen gesplittet habe, damit ihr nicht so einen riesen Batzen am Video habt. Also, lasst uns nicht lange schnacken und gehen wir sofort rein. So, aber nun zuallererst einmal, wie bekommt ihr euren eigenen Server? Dazu benutzt ihr einfach den G-Portal Ref-Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr dann auch 10% sparen werdet, wie ihr hier oben sehen könnt. Das spart ihr nicht nur auf die Scum-Server, sondern auf alle Server. Und was halt da auch noch der Bonus ist, wenn jetzt beispielsweise wie bei diesem Server hier 50% drauf sind, kommen nochmal die 10% oben drauf. Gerade Black Friday Deals sind da immer extrem heftig, weil da könnt ihr für ein ganzes Jahr so günstig einen Server kaufen wie nie sonst. So, aber wenn ihr dann hier seid, einfach auf alle Server gehen, Scum suchen, euch das hier konfigurieren, wie viele Slots und wie lange. Das könnt ihr hier auch in dem Konfigurator besser machen und dann einfach bestellen. Nach Anmieten des Servers geht ihr einfach auf den Server in eine Cloud und kommt dann auf folgende Statusseite. Hier seht ihr, dass der Server noch nicht gestartet ist und dementsprechend hat er auch noch keine Auslastung. Darunter aber kommt das ganz wichtige Feld, die Zugangsdaten für den FTP-Server. Das werde ich euch gleich noch erklären, aber das ist ein ultra wichtiges Feld für uns im späteren Verlauf. Darunter könnt ihr dann noch einmal sagen, dass das Spiel neu installiert werden soll, dass für ein Update ein Reset erfolgen soll und hier könnt ihr Delete All Save Games machen, womit ihr einen kompletten Wipe des Servers vollziehen könnt. Es gibt ja dann noch andere Wipes, da kommen wir noch später zu, aber hiermit löscht ihr alle Spieler-Save-Games, sodass alle komplett neu anfangen müssen. Ansonsten haben wir hier die Basiseinstellungen, wo wir schon viele Sachen einstellen könnten, aber hier will ich einmal für euch drüber hinwegfliegen, weil das stellen wir an anderer Stelle ein, wo es einfach ein bisschen mehr Sinn ergibt. Entscheidend hierfür ist dann auf dieser Seite der Admin Access. Der Admin Access bedeutet, die Leute in-game können Commands benutzen und auch im God-Modus bauen. Dafür müsst ihr an dieser Stelle einfach unter beispielsweise Steam.io eure Steam64-ID rauskriegen. Kann man auch anders rauskriegen, ich mache es immer so. Und fügt die hier ein. Hier, wie ihr auch hier lesen könntet, wenn ihr den God-Modus haben möchtet, müsst ihr hier God-Mode noch eingeben, Klammer zu, und dann Admin hinzufügen. Dasselbe gilt für die In-Game-Settings. Die In-Game-Settings sind halt dafür da, dass ihr in-game die Servereinstellung, die wir gleich zu sprechen kommen werden, einstellen könnt. Hier auch einfach nur ohne God-Modus einfach die Steam-ID eingeben und hinzufügen. Reserved Player, Exclusive Join List, Mute Users, Ban List erklären sich teilweise selber. Ban List und Muted Players könnt ihr einstellen, das heißt, da werden Spieler oder User halt gemutet, dass jemand in den Chat nicht mehr lesen kann. Ban ist Ban, ganz simpel. Die Exclusive Joinlist ist für Spieler, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Whitelist-Server haben wollt. Sobald hier die erste Steam-ID drin steht, könnt ihr nicht mehr einfach öffentlich auf den Server gehen, sondern es muss derjenige mit der Steam-ID XY da drin sein, damit ihr auf den Server kommt. Die Reserved Player List ist eine Liste, wo ihr beispielsweise Steam-IDs eingeben sollt, dass die Spieler, die, wenn der Server voll ist, trotzdem auf dem Server kommen. Das ist teilweise noch manchmal ein bisschen buggy, aber es hat eigentlich über lange Zeit immer sehr gut funktioniert. Aber über diese Eintragung hier werde ich auf jeden Fall nochmal gleich etwas zu sagen. Ansonsten könnt ihr alles, was hier unten kommt, erst einmal ganz getrost ignorieren. Das Wichtige kommt halt in der Dateiverwaltung, die halt vollzogen wird, wenn wir das erste Mal den Server gestartet haben. Was ihr über G-Portal definitiv einrichten müsst, sind die Restarts. Da könnt ihr euch jetzt dann verschiedene Restart-Zeiten einfach ausdenken, zum Beispiel 14 Uhr täglich. Nehmt ihr dann hier 14 Uhr, tragt das ein, speichern und zack ist es drin.
Aber dementsprechend starten wir jetzt einmal den Server. Jetzt ist der Server gestartet und ach du Schreck, ich habe vergessen hier die Admin-Sachen nochmal einzutragen. Jetzt komme ich auch dazu, warum ich das hier nicht eintragen möchte, sondern über FileZilla, wozu ich dann gleich kommen werde. Denn jetzt ist der Server gestartet, ihr wollt euren Admin-Zugriff hier einfügen, was natürlich hundertprozentig auch hierüber funktioniert. Einfach hier hinzufügen, Add Admin und dann drückt ihr auf Speichern. Dann stoppt er aber einmal den Server und restartet ihn und dann seid ihr quasi Admin. Das kann man aber umgehen und dazu komme ich jetzt. FileZilla findet ihr unten in meiner Videobeschreibung oder halt auch auf meinem Discord. Hier könnt ihr ganz einfach, wie eben erwähnt, die FTP-Daten eintragen. Ich zeige euch das noch einmal. Unter Status habt ihr hier die FTP-Einträge. Einfach eintragen, da wo es hingehört. Port Support, Benutzername hier rein, Passwort da rein. Jetzt könnt ihr einfach auf Verbinden drücken. Sagt dann, okay, ich möchte damit verbinden und will ich immer erlauben. Und jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite einmal den Serverordner und auf der linken Seite euren PC. Wenn ihr hier dann reingeht und in die Save Games und in die Configs, nicht nur, dass ihr hier die ganzen Logs und sonstiges nachgucken könnt, nein, in den Configs geht ihr hier dann auf Windows Server. Hier seht ihr nun, dass hier alle Inis drin sind, die ihr für einen Server haben könnt. Selbst die Server Settings Ini, worüber ihr Einstellungen machen könntet, was ich jetzt aber auch alles in-game machen würde. Aber wir hatten jetzt eben das Admin-Thema. Wenn ihr hier in den Inis, zum Beispiel unter Admin User, Doppelklick drauf, dann lädt er das auf den Ordner hier links rüber, Rechtsklick, öffnen. Dann habt ihr jetzt hier im Editor quasi offensichtlich den God-Mode mit meiner Steam-ID. Hier könnt ihr jetzt ganz einfach andere, wenn ihr zum Beispiel mehrere Listen habt oder sonstiges, wer bei euch Admin ist, könnt ihr das hier einfach einfügen, speichert das und ladet es dann hier, wenn ihr dann nochmal Doppelklick darauf macht, einfach rüber oder ihr zieht es hier rüber. Damit wird der Server nicht neu gestartet und die Daten werden trotzdem übernommen. Das heißt, die Admins können dann trotzdem sofort arbeiten. Genau dasselbe mit der Server-Setting Admin User Ini. Wenn ihr hier reingeht, ist das genau dasselbe Spielchen wie mit der Admin. Da ist die ID. Hier unter könnt ihr einfach immer mit Enter da unterschreiben und zack ist es drin. So ist es genauso wie für die Whitelist, für die Silenced, für die Exclusive und die Band-User Ini. Mit denen könnt ihr da alles einstellen und das braucht ihr nicht einmal in der G-Portal machen und das wird neu gestartet, sondern ihr könnt es einfach reinschreiben, hochladen, fertig. So, ich bin jetzt auf dem Server gelandet und wenn ihr die IP richtig eingegeben habt, weil über den Servernamen findet man es jetzt höchstwahrscheinlich relativ schwierig, seid ihr hier gelandet und müsst jetzt erst einmal Diener ertragen, wenn ihr es nicht ausgeschaltet habt. Ich habe es natürlich ausgeschaltet, habe ich euch aber auch in einem anderen Video erklärt. Jetzt müsst ihr einfach nur Escape drücken und auf Servereinstellungen gehen. Wie ihr seht, seht ihr hier genau das, was in der G-Portal-Übersicht auch verfügbar war. Deswegen, ich werde hier alles Schritt für Schritt erklären, lasse aber die Sachen aus, die relativ selbsterklärend sind. Beispielsweise den Servernamen mit Passwort, wie viele Spieler drauf sind. Das ist natürlich selbsterklärend. Hier würde ich das jetzt einfach mal wie meinen Server nennen, Scum and Chill beispielsweise. So, wenn ihr natürlich keinen Bock auf einen eigenen Server habt, könnt ihr hier natürlich auch jederzeit raufkommen, kommt auf den Discord. Da wird euch nicht nur ein Server angeboten, sondern auch bei euren Serverproblemen immer wieder weitergeholfen. Ich kann es nur empfehlen, da werdet ihr auf jeden Fall von guten Leuten unterstützt. So, als Willkommensnachricht wird eine Nachricht eingetragen, die ihr erhaltet, wenn ihr den Server betretet. Das hat man jetzt eben einmal gesehen. Da kam Welcome to our Scum Server. Darunter kommt Message of the Day. Die Message of the Day ist immer etwas Wiederholendes, was ihr hier angeben könnt, wie schnell das wiederholt wird. Dieses wird innerhalb von 10 Minuten wiederholt. Das könnt ihr hier angeben und dann könnt ihr hier reinschreiben, joint auf euren Discord, da stehen die Regeln, bla bla bla. Das kann man natürlich auch als eine Welcome-Message machen, willkommen bei Scum and Chill. Lies hier die Regeln auf dem Discord durch, wie auch immer. Darunter haben wir den maximalen Ping, das heißt, hier könnt ihr einstellen, wie hoch der Ping sein soll, die Leute haben dürfen, um auf euren Server zu joinen, damit ihr dann nicht irgendwelche Lags verursacht für andere Spieler. Der Abmeldetimer ist, wenn ihr aus dem Spiel rausgehen wollt, beispielsweise das Hauptmenü, seht ihr hier 60 Sekunden. Die könnt ihr hier einstellen. Die könnt ihr erhöhen oder verlangsamen, je nachdem, wie euer Spielprinzip auf dem Server sein soll. Genauso der Abmeldetimer in Gefangenschaft. Man kann in Gefangenschaft sein, das heißt, eure Arme sind verschränkt und hinten verbunden mit einem Seil von einem gegnerischen Spieler. Der hat euch dann quasi gefangen genommen und da braucht ihr dann 2 Minuten, um euch zu
um euch auszuloggen. Der Abmeldetimer in Bunker, das werdet ihr später dann noch sehen, ist dafür da, dass ihr im Bunker eine sehr viel erhöhte Zeit habt, damit man nicht das ausnutzen kann, dass man im Bunker ist und immer wieder rein und raus sich ein- und ausloggen kann, wenn mal Gegner da sein sollten oder wenn es gefährlich wird oder wie auch immer. Dann kann man die Ego-Perspektive erlauben, das heißt, wenn ihr es ausmacht, erlaubt ihr sie nicht mehr. Genauso andersrum, Third Person erlauben, kann man hier auch ausmachen, dass man zum Beispiel nur in First Person sein muss, beziehungsweise andersrum. Ihr könnt zum Beispiel, wie ihr auch seht, nicht beides ausmachen. Entweder das eine oder das andere. Dann haben wir das Fadenkreuz erlauben. Das ist fürs Bogenschießen dann relativ interessant und auch später für andere Waffen. Das kann man an- und ausschalten. Die Abstimmungen, wenn beispielsweise die Spieler von euch oder ihr selber als Admin fragen wollt, welches Wetter oder welche Uhrzeit gerade sein soll, da kommen wir mit den Commands später auch nochmal drauf zu sprechen. Könnt ihr hier sagen, dass das überhaupt geht oder auch nicht. Und dann könnt ihr die Map an- und ausmachen. Also, die man hier aufrufen kann man da an- und ausmachen. Das ist für manche Hardcore-Server vielleicht eine coole Sache. Killclaiming erlauben, das heißt, jeder, der jemanden gekillt hat, kann quasi seinen BCU-Chip holen. Das könnt ihr hier an- und ausschalten. Dann könnt ihr Minen und Fallen an- und ausschalten. Das heißt, alles, was mit Sprengstoff oder Fallen zu tun hat, macht ihr hier vorrangig schon einmal aus. Wie ihr seht, ist da ein Sternchen hinter. Und ein Sternchen erfordert immer einen Neustart des Servers, damit die Änderungen übernommen werden. Also, auch wenn ihr das ausschaltet, wird auch alles ausgeschaltet, was ihr herstellen könnt. Wenn ihr jetzt hier unter Crafting geht, dann gibt es hier ja Sprengstoff. Und selbst das hier alles wird dann deaktiviert sein, wenn ihr Minen und Sprengstoff weg. Fertigkeiten gewinnen in sicheren Zonen erlauben. Die Übersetzung ist immer ein bisschen hapernd, finde ich, weil das ist Skillen, wenn du in der Safe Zone bist. Also auf der Map gibt es ja diese grünen Zonen. Die könnt ihr natürlich auch selber stellen, kommen wir später noch zu. Und hier könnt ihr sagen, ob man in diesen Zonen auch leveln kann oder auch nicht. Ergibt selten Sinn, dass es so ist, aber gerade für PvE-Server ist das interessant. Dann könnt ihr Events erlauben, wenn ihr das noch nicht kennen solltet. Die Events findet ihr hier oben. Das sind halt Deathmatches oder halt Kampf um die Fracht oder Flaggeneroberung. Die könnt ihr hier an- und ausstellen. Das ist manchmal relevant, dass das ausgestellt wird, weil das kann man abusen, um Server beispielsweise von der Performance her irgendwie ein bisschen in die Knie zu zwingen. Dann haben wir den globalen Chat einschränken bzw. erlauben, den lokalen erlauben, den Team erlauben, den Admin erlauben. Hier könnt ihr einstellen, welche Chats wie verfügbar sein sollen und dann gegebenenfalls ein- und ausschalten, je nachdem, wie gesagt, wie euer Serverkonzept ist. Dann kann man sich das Loggen von rostigen Schlössern einschalten. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit überwachen, ob jetzt jemand in der Polizeistation beispielsweise auch so einen Container öffnet oder auch nicht. Und dann gibt es den Punkt Kill-Benachrichtigung. Das bedeutet Kill-Benachrichtigung ausblenden an. Wenn ich jetzt jemanden töten sollte, dann wird der Kill mir nicht angezeigt, also wenig gekillt, dann steht dann sonst hier in Rot dran. Wenn ich es ausmache, wird mir der Kill angezeigt, wenn ich wenig gekillt habe. Zeitlich begrenzte Geschenke deaktivieren kann man hier anmachen, das heißt irgendwelche Geschenke wie Weihnachtsgeschenke, Halloween-Geschenke oder sonstiges, die dann da poppen können zu den jeweiligen Eventzeiten, die kann man hier an- und ausschalten. Dann könnt ihr sagen, ob die Kartenstützpunktsbaubeschränkungen verwendet werden. Es gibt eine Karte, die blende ich euch hier jetzt einmal ein. Hier werden die Zonen dargestellt, in denen ihr bauen dürft und in denen ihr nicht bauen dürft. Die rot sind, da dürft ihr nicht bauen als Spieler und das könnt ihr mit dieser Einstellung an- oder ausschalten. Wenn ihr es ausschaltet, dann kann man überall bauen, auch in Bunkern und sonst wo. Und dann könnt ihr allgemein das Base Building deaktivieren oder einschalten. Die Abstimmungsdauer, da sind wir wieder bei dem Punkt von oben, könnt ihr hier definieren, wie viele Minuten oder Sekunden das sein sollen. Dann genauso wie viele Spieler müssen minimal an der Umfrage teilnehmen und wie viel Prozent dieser Spieler müssen abgestimmt haben, damit das Ergebnis eintritt. Jetzt kommen wir zu 3 der ganz wichtigen Punkte. Es gibt einmal die teilweise Löschung, die Goldlöschung, die komplette Bereinigung. Das ist ein Partition-Wipe, das heißt, ihr löscht alles, was auf der Karte ist, aber der ganze Charakterfortschritt von den Leuten bleibt noch da. Mit der Goldlöschung ist die Währung, die man sich mit Cash kaufen kann, gemeint. Die wird beim Partition-Wipe nicht gelöscht, das heißt, die Leute könnten ihren Cash in Gold umwandeln und würden halt Gold wieder haben, obwohl sie noch gar kein Cash wieder haben und sich das umwandeln. Wenn ihr beides anmacht, ist halt alles weg. Nur der Charakterfortschritt ist nicht mehr da. Bei der kompletten Bereinigung, da ist alles weg. Da ist auch jeder Charakterfortschritt weg, da ist alles weg. Also hiermit könnt ihr dann eure Wipes
definieren und durchführen. Dann gibt es die Ruhmpunkteverteilung. Also, ihr habt verschiedene Aktionen, womit ihr Ruhmpunkte generieren könnt und hiermit könnt ihr die multiplizieren. Multiplikatoren heißen in dem ganzen Kontext hier immer irgendetwas mal nehmen. Mal 1 ist ganz normal und je höher ihr geht, desto höher wird halt der Input, den man kriegt, und je niedriger ihr geht, desto weniger Ruhmpunkte kriegt man dann. Dann gibt es den Ruhmpunkte-Malus bei Tod. Hier wird die Bestrafung eurer Ruhmpunkte quasi definiert. 0,1 bedeutet in diesem Fall 10%. 1 sind 100%, das sind 10%. Wenn ihr sterbt, verliert ihr 10% eurer Ruhmpunkte. Wenn ihr durch einen Spieler getötet werdet, dann verliert ihr sogar 50% und von euren Ruhmpunkten bekommt 25% der gegnerische Spieler, der euch auch noch gekillt hat. Damit kann man halt so ein bisschen spielen, wie man es möchte. Je nachdem, wie gesagt, auch wieder, was man für ein Konzept verfolgt als Admin. Mit dem Suizidprotokollieren könnt ihr einstellen, ob ihr Committed Suicides halt protokollieren wollt. Hier kann man ja Selbstmord begehen, womit man zwar auch Intelligenz verliert, und das könnt ihr dann im Log sehen. Wiedereinstieg am Boden aktivieren. Wenn ihr das anmacht, dann fallt ihr beim Tod und danach Respawn nicht mehr aus der Luft, sondern spawnt direkt am Boden. Inaktive Spieler löschen an oder aus. Also nach irgendeinem Zeitraum X könnt ihr hier definieren, genau das ist nämlich das, was ich meine, Tage seit letzter Anmeldung, um inaktiv zu werden, 180 Tage, könnt ihr dann Spieler löschen. Die werden dann aus eurer Liste hier bei Events oder Team oder sonst wo, werden die halt rausgelöscht. Und dementsprechend habt ihr da dann keine Probleme mehr, dass da die Leute möglicherweise eure Statistiken verfälschen. Genauso dasselbe, wie wenn ihr Leute gebannt habt, könnt ihr die dann auch direkt löschen lassen, ne, wenn ihr das an- oder ausschaltet. Maximalzeit für Truhen in verbotenen Zonen. Beispielsweise jetzt hier unsere Safe Zones, die könnt ihr auch definieren, da kommen wir später auch nochmal zu. Gibt es eine Option, dass man sagen kann, hier dürfen Truhen, die vergraben werden oder überhaupt da stehen, nur für eine begrenzte Zeit da sein. Diese Zeit wird über diesen Punkt hier unten definiert. Hier sagt ihr nämlich, wie viele Stunden das sein müssen, und damit könnt ihr das dann höher runterschalten, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Protokoll der Truheneigentümer ist genauso wieder ein Log dafür, wem gehört welche Truhe, und das wird dann halt in einem Log festgehalten. Im Reiter Welt haben wir jetzt als Unterkategorie als erstes die Bunker. Hier gibt es ja die verlassenen Bunker, die es 4-mal auf der Map gibt mittlerweile nur noch, und hier in den Bunkern könnt ihr Schwellenwerte bestimmen, und zwar Schwellenwerte für den Lärm, den ihr da verursacht. Je höher hier der Wert ist, desto leichter wird es, und je niedriger der Wert ist, desto schwieriger wird es. -1 ist Standard, aber wenn ihr jetzt beispielsweise 1 hier reinmacht, ist es sehr viel schwerer als bei -1 oder schwerer auch als bei 100 beispielsweise, weil damit ist halt eine Lärmschwelle gemeint. Je niedriger die Lärmschwelle ist, desto eher kommt ein Razor aus dem Dach gespawnt. Das Ganze wird halt durch diese 3 Punkte nochmal erschwert, weil hier dann für den Spieler, der überhaupt da ist, für seinen Mitspieler dann quasi auch noch einmal erhöht wird. Dann, wenn Gegner da sind und die nochmal einen gegnerischen Mitspieler quasi dabei haben, wird es auch nochmal erhöht, oder andere gegnerische Spieler. Also hiermit potenziert ihr den Schwellenwert, der hier oben steht, sowieso noch einmal nach oben. Dann gibt es Zurücksetzen der Waffenschränke nur bei Aktivierung des verlassenen Bunkers. Beispielsweise ihr geht da mit einer Karte hin oder es ist der Tag-Nacht-Wechsel, dann werden ja die verlassenen Bunker aktiviert. Dabei werden dann halt bei der Aktivierung die Locker, die da drin sind, erst der neue Loot drin gespawnt. Das hat das zur Folge, dass man sich nicht im Bunker ausloggen oder irgendwie reinbuggen oder sonstiges kann, damit man da dann immer wieder Waffen abgreifen kann. Diese verlassenen Bunker kann man teilweise halt mit der Killbox-Karte auch aktivieren. Diese Killbox-Karten, wie oft man die findet und wo man die vor allem findet und wie oft wo man die findet, könnt ihr hier definieren. Da könnt ihr sagen, wie viele maximale Karten es geben soll. Beispielsweise, ich möchte, dass es ungefähr 6 Karten gleichzeitig geben soll. Dafür gibt es dann halt noch 2 Karten bei der Polizei allgemein auf der Map, und im Strahlungsgebiet gibt es halt 4. So kann man das ungefähr aufteilen. Dann könnt ihr darunter definieren, wie viele von den 4 Bunkern aktiv sein sollen ständig. Entweder ganze 4, 1, 2 oder 3. Die Aktivdauer des Bunkers, wenn ihr beispielsweise einen nur habt und ihr habt 4 auf der Map, wechselt mit diesem Wert hier alle 24 Stunden der Bunker. Das heißt, 24 Stunden ist der eine aktiv, dann ist der nächste aktiv und so weiter und so fort. Wenn ihr dann eine Schlüsselkarte gefunden haben solltet,
könnt ihr hier definieren, wenn ihr die bei einem verlassenen Bunker benutzt habt, wie lange die aktiv ist. Und das ist auch wieder in Stunden. Das heißt, hier 3 Stunden ist der aktiv. Und für die kleinen geheimen Bunker, wo man ja auch die Karten für finden kann, wäre der eine halbe Stunde aktiv. NPC ist wahrscheinlich der Punkt, der die meisten am dringendsten interessiert. Hier könnt ihr einstellen, wie viele Puppets, NPCs, Tiere bei euch auf der ganzen Map spawnen. Und zwar könnt ihr das unter maximale Charaktere erst einmal initial definieren. -1 bedeutet immer Standardwert. Das ist in diesem Fall, ich glaube, 127 oder 128. Und das könnt ihr jetzt beispielsweise hochsetzen auch auf 500. Das heißt, es gibt 500 Puppets, Tiere oder NPCs auf der Map. Ihr müsst immer bedenken, je mehr Spieler drauf sind, desto mehr verteilen sich die ganzen Charaktere. Je weniger drauf sind, desto gebündelter ist es bei den einzelnen Spielern, dass die Charaktere da spawnen. Weil es werden jetzt nicht 500 immer in einer Stadt spawnen, sondern es wird sich schon verteilen. Aber je mehr Spieler drauf sind, desto weniger Puppets und NPCs haben die. Und genauso umgekehrt. Je weniger Leute drauf sind, desto mehr haben sie. Da muss man schon ein kleines Balancing für finden. Sagen wir jetzt mal, wir haben hier 500 Charaktere maximal. Jetzt will ich davon, dass das 300 Puppets sind, 50 Tiere und 150 NPCs. So ungefähr kann man sich das aufteilen. Dann müsst ihr natürlich für euch ein Balancing finden, wie es für euch am besten passt. Darunter können wir dann wie beim Bunker auch sagen, dass jetzt beispielsweise ein Multiplikator für die Begegnung eines einzelnen Spielers hier nochmal hochgesetzt wird. Ein Spieler läuft los, hat jetzt 100%ige Spawn-Chance, das heißt, das wird nicht beeinflusst, aber wir wollen, dass er jeweils immer 2, also mehr Zombies bei sich hat. Dasselbe kann sich nochmal wieder einmal hochpotenzieren, wenn Leute mit ihm unterwegs sind und man kann eine Maximalobergrenze als Multiplikator mit dazugeben. Das klingt alles relativ verwirrend, aber ich möchte euch einmal kurz sagen, wir haben bei mir auf dem Discord eine Excel-Tabelle, wo ihr eure Parameter eingeben könnt und der errechnet euch schon die Charakter-Spawn-Rate ungefähr, die dabei rauskommen soll. Weil da gibt es eine Formel hinter, die haben wir da reingebracht und da könnt ihr zumindest austesten, wie ihr es für euch für einen Server haben wollt. So, aber diese Obergrenze für zusätzliche Charaktere bedeutet, ihr könnt das gappen, ihr könnt sagen, das ist der maximale Multiplikator, bis wohin das gehen kann. Ihr könnt halt sagen, ey, der sollen halt 3-fach so viele spawnen, aber es soll halt eine Obergrenze geben von der Hälfte der Maximalgrenze. So ungefähr müsst ihr euch das denken. Wie gesagt, benutzt da den Rechner, damit ihr da auch Zahlen für euch im Kopf habt. Dann könnt ihr hier sagen, wie schnell der Wiedereinstieg von den Begegnungen quasi sein soll. Je kleiner der Wert ist, desto schneller spawnen die halt wieder an der Stelle, wo ihr sie eben schon ausgelöst hattet. Je höher der Wert, desto später. Dann könnt ihr auch sagen, beim Respawn der Charaktere, wie groß da die Gruppenbildung sein soll. Je kleiner, desto kleiner, je höher, desto größer. Dann könnt ihr darunter eine Chance für aggressives Spawnen halt einstellen. Das gilt für jede Charaktere, also Tiere, NPCs und Puppets. Und zwar könnt ihr hier prozentual halt sagen, wenn jemand gespawnt wird, weiß dieser Charakter sofort, wo der Spieler ist und läuft auf ihn los und attackiert ihn. Dann schreien die Puppets ja manchmal oder auch die NPCs und da gibt es einen Lärmreaktionsradius, den ihr hier vergrößern oder verkleinern könnt. Damit, wenn jetzt beispielsweise ein Puppet schreit, kann er andere Puppets hier aktivieren, euch auch anzugreifen und damit könnt ihr beispielsweise den Radius kleiner oder halt auch größer machen. Dann könnte es ja sein, dass ein Puppet eine Horde auslöst und dann habt ihr hier 6 Einstellungsmöglichkeiten. Und bei den ersten 3 legt ihr fest, wie viele Hordengruppen auf euch zulaufen. So eine Horde besteht aus mehreren Gruppen, die auch definiert werden kann, wieder einmal durch den einzelnen Spieler, durch zusätzliche Spieler, die bei ihm sind und ihr könnt das wieder als Obergrenze auch einen Multiplikator einfügen. Diese Gruppen beinhalten ja mehrere Charaktere. Eine Gruppe hat vielleicht einen Puppet und die nächste Gruppe hat 3 Puppets und das könnt ihr hiermit auch bestimmen, auch wieder pro Spieler und auch wieder mit einer Obergrenze. Das heißt, pro einzelnen Spieler werden hier mehr Puppets in einer Hordengruppe sein und pro Spieler kommen dann nochmal welche hinzu. Genauso wie hier pro Spieler wird in Hordengruppenanzahl quasi definiert. Und pro Spieler kommt dann was hinzu. Wenn ihr das höher macht, kommen mehr Gruppen. Wenn ihr das hier höher macht, dann kommt mehr Gruppen plus mehr Charaktere in den Gruppen. Beides könnt ihr mit den Obergrenzen halt nochmal etwas eindämmen. So, wenn jetzt die KI oder der Lärm quasi eine Horde provozieren kann oder nicht, könnt ihr hier mit der Aktivierungschance nochmal beeinflussen. Das heißt, je höher diese Zahl hier ist, desto eher wird tatsächlich eine Horde ausgelöst oder je niedriger die Zahl, desto seltener wird es der Fall sein.
Dann gibt es eine Abklingzeit für den Lärmcheck. Sagen wir jetzt mal, es wurde geschrien, der Lärm ist abgeklungen, dann läuft ein Timer runter, bis die nächste Horde ausgelöst werden kann. Das wird hier definiert. Je höher der Wert ist, desto später kann die nächste zweite Horde deaktiviert werden und je niedriger der ist, desto schneller kann wieder eine Horde aktiviert werden. Dann kann man sagen, wie weit entfernt diese Horden spawnen sollen. Je höher der Wert, desto weiter weg sind sie. Je niedriger der Wert, desto näher sind sie an euch dran. Ich weiß, Leute, es ist eine Menge. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo man dann vielleicht schon im Gehirn ein bisschen zusammenbricht, aber lasst euch ein bisschen drauf ein. Versucht das immer im Einzelnen zu betrachten. Jetzt kommt der Zeitmultiplikator für das Auffüllen von Begegnungshordengruppen. Das heißt, es spawnen 2 Gruppen und hier könnt ihr sagen, wie viele beim zweiten Mal beispielsweise auch wieder, wie viele Gruppen kommen werden, weil die werden mit einer Zeit auch wieder aufgefüllt. Das heißt, ihr habt das Glas leer gemacht, es wird aufgefüllt, beispielsweise der Spawn ist hier aber niedriger eingestellt, das heißt, das Glas ist aber auch noch nicht aufgefüllt, weil die Zeit zu niedrig war. Das könnt ihr hier noch einmal beeinflussen, ob das schneller oder langsamer gehen soll. Je niedriger der Wert, desto schneller, je höher, desto langsamer. So, der Begegnungssound für die Horde kann man hier ein- oder ausschalten, dieses typische Geschrei, was ihr bestimmt kennt. So, und jetzt, liebe Freunde, kommt die prozentuale Chance, dass überhaupt eine Horde ausgelöst wird. Hier sagt ihr dann, die Horde kann zu so und so viel Prozent ausgelöst werden. Das könnt ihr dann natürlich auf 100 hochsetzen, dass sozusagen die Überschreibechance, dass das da einmal überschrieben wird, weil ihr das so möchtet, dass immer eine Horde ausgelöst wird, weil zum Beispiel auf Hardcore-Server. Ansonsten greift halt die Standardaktivierung durch das Schreien der KI. Durch den Lärmreaktionsradius. Dann haben wir 2 experimentelle Einstellungen, und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Sichtfeld als Spieler einen Charakter nicht mehr seht und der auch nicht in Kampfhaltung ist, kann der entfernt werden, einfach um Ressourcen einzusparen. Und genauso kann dieser Punkt hier einschränken, dass zu viele Ressourcen verschwendet werden. Sagen wir jetzt mal, es sind schon viele Charaktere auf der Map gespawnt. Dann wird hier das auf ein Minimum runter reduziert für die einzelnen Spieler, sodass halt der Server weiterhin flüssig laufen kann und trotzdem halt Puppets gespawnt werden für die einzelnen Spieler. Einmal kurz durchatmen. Ne? Ist viel, ich weiß, und es tut mir auch leid, dass es so viel ist, aber ich helfe tatsächlich mit diesen Videos ja euch schon seit Jahren und deren Resonanzen zufolge scheint es auch wirklich hilfreich für euch zu sein. Wenn ihr mir im Umkehrschluss einmal helfen wollt, 76% der Leute, die meine Videos gucken, sind nicht Abonnent. Das ist ja wohl ein Frevel am König. Nein, aber wenn ihr mir wirklich Unterstützung leisten wollt, die wirklich auch gar nichts kostet, lasst mal ein Abo da, lasst ein Follow auf Twitch da und seid einfach mal montags in den Streams mit dabei. Da könnt ihr auch alle Fragen stellen, die irgendwelche Server-Sachen betreffen. Ich nehme mir da die Zeit für euch, helfe euch da dann auch, wenn sich keiner auf Discord irgendwie bereit erklärt. Das wollte ich einmal nur zwischendurch einschieben, einmal kurz wieder Luft holen und weiter geht's mit der Konzentration. Ne? Bis gleich. Dann gibt es ja 3 verschiedene Zonen. Einmal die HTZ, die MTZ und die LTZ. An dieser Stelle hier könnt ihr die Respawn-Zeiten für diese Zonen einstellen, also erhöhen oder verringern. Dementsprechend würden halt in den Zonen, je nachdem schneller, wieder mehrere Puppets spawnen oder nicht, oder halt andersrum. Mehr Infos dafür findet ihr auf jeden Fall bei mir auch auf dem Discord. Und dann gibt es, wenn ihr beispielsweise gestorben seid, dass es eine Schutzbereichzone gibt, die ihr an- oder ausschalten könnt für die jeweiligen Spieler, dass da beispielsweise keine Charakter mehr erzeugt werden dürfen. Und hier kann man aktivieren oder deaktivieren, ob überhaupt Respawns von Begegnungen nochmal erfolgen sollen. Bei den Encounter Never Respawn Characters. Das heißt, ihr habt eine Begegnung, da spawnen dann Characters, also je nachdem, was es halt sein wird. Und die werden halt am Anfang einmal dieser Begegnung gespawnt, danach aber nicht wieder gerespawnt. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend mit den ganzen Einstellungen, die er machen kann, aber hier kann man es einfach ausschalten, dass da gar keine zweite Begegnung irgendwie stattfinden wird. Darunter, wenn ihr beispielsweise auch oben alles auf -1 lassen würdet, ne, aber die Maximalanzahl hiervon irgendwie auf 500 setzt, hier auf alles auf -1, könnt ihr trotzdem noch einmal eine Gewichtung einstellen, wie ihr es gerne haben möchtet. Entweder mehr Puppets, mehr Tiere oder mehr NPCs. Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Hier oben beispielsweise, wenn wir jetzt die Zahlen lassen würden, würde hier einfach 300 stehen. 300 wird in diesem Fall mal 1 genommen, wie es hier steht. Ne? Das heißt 300 davon, dann plus die 50 Tiere plus die 150 NPCs ergibt eine prozentuale Anzahl der jeweiligen Gruppen, die da sein werden.
Jetzt könnt ihr das aber hier beispielsweise erhöhen. Dann wäre das halt 600 und dann würde sich prozentual einfach die Gewichtung des Ganzen noch einmal verändern. Damit kann man dann halt ein bisschen rumspielen, je nachdem, wie man es halt gerne mag. Da müsst ihr auch tatsächlich immer ein bisschen ausprobieren, was euch besser gefällt und wie es für euch besser läuft. Das Scum macht das sehr, sehr kompliziert. Es kann auch kompliziert sein, aber es gibt euch einfach viele Möglichkeiten, auch Dinge auszuprobieren. Ne? Also von daher kann ich einfach nur sagen, genauso hier mit dem Truppentransporter-Gleichgewicht, wie viele davon kommen sollen. Probiert da ein bisschen aus und friemelt euch das zurecht. Bei diesem Punkt könnt ihr sagen, ob ein Dropship halt kommen soll, wenn ihr im verlassenen Bunker einen Alarm auslöst. Darunter könnt ihr bestimmen, ob das prozentual berechnet werden soll. Ich glaube, -1 sind die 100%. Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher. Also 1 wäre auch 100%. Aber beispielsweise, wenn ihr sagen wollt, nur in 20% eines Alarms soll das ausgelöst werden, sagt ihr hier 0,2 und dann kommt er halt nur in 20% der Fälle. So, hier kommen zwei Punkte, die eigentlich durch den darunter gelegenen Toggle ausgelöst werden, denn ihr könnt Dropship-Begegnungen auch an euren Basements oder an den Basements der Spieler auslösen. Wenn der hier auf an ist, könnt ihr hier sagen, wie hoch die Auslösechance sein soll, dass ein Dropship bei eurer Base spawnt, kommt und die angreift. Und hier könnt ihr dann die Zeit, also die Abklingzeit, die diese Auslösechance quasi bewältigt, die könnt ihr hier nochmal erhöhen oder verringern, je nachdem, wie ihr es halt gerne haben möchtet. Darunter gibt es einen Punkt Begegnungen in Bedrohungszonen spawnen und dabei den Stützpunkt ignorieren, der eigentlich nur aussagt, da wo ein Basement ist, da soll nichts gespawnt werden. Das könnt ihr hier ausschalten, indem ihr das anschaltet. Es ist wieder einmal Scum-Logik, da muss man einfach ein bisschen mit klarkommen. Hauptsache man weiß am Ende, was es bedeutet. Dann gibt es einen ganz wilden Knopf, wo ihr wirklich wissen müsst, ob ihr den anmacht oder aus. Denn hier könnt ihr aktivieren, dass wenn niedrige Spielerzahlen bei euch auf dem Server sind, dass der Begegnungsmanager dann einfach ein bisschen mehr durchdreht. Wenn ihr das hier also anmacht, habt ihr erhöhten Radius der Bedrohungszonen, erhöhte Puppet-Anzahl pro Begegnung, sofortige Aktivierung der Hochrisikozonen. Das bedeutet also, nur bei geringen Spieleranzahlen ist das hier ein Modus, den man anmachen kann, damit einfach mehr passiert und sich das nicht über den ganzen Server erstrecken muss, sondern dann halt auch geballter auf die einzelnen Spieler sich auswirkt, das was ihr eingestellt habt. Aber sollte dieser Punkt an sein und mehr Spieler da drauf sein, kann es halt zu erheblichen Performance-Verlusten auf Multiplayer-Servern halt führen, da das nicht dafür ausgelegt ist. So, aber passend war das jetzt der Einschub, das ist mal wieder mal fantastisch alles sortiert worden, denn jetzt kommt noch etwas, was hier oben zu passt, ne? Wenn der Truppentransporter ist, also Dropship halt euer Stützpunkt angreift, und zwar könnt ihr hier angeben, ab wann er angreift, also das heißt, wann startet er, wie viele Minimum-Elemente muss sozusagen in einer Base vorhanden sein, dass der angreift. Das steht standardmäßig auf -1 und dabei handelt es sich halt um 100 Elemente. Erst wenn 100 Elemente eine Base gebaut wurde, dann kommt das Dropship und versucht das Ding abzureißen. Und genau so ist der Punkt dann darunter, wann hört er auf? Also was ist das Minimum an Elementen, was erreicht werden darf, bevor das Dropship die Base nicht mehr angreift. So, da ist auch auf -1. Das handelt sich dabei um 50 Elemente. Dementsprechend, ihr hättet jetzt 100 Elemente am Anfang, dann startet das Event, theoretisch. Und bei 50 Elementen, wenn er das runtergeballert hat, hört er erst auf. Außer ihr schlagt ihn vorher in die Flucht oder was auch immer. Dazu noch macht der Dropship halt auch noch mehr Schaden, je mehr Mitglieder ihr in der Base habt. Das könnt ihr hier prozentual einstellen. Also sagen wir jetzt mal hier wieder 1. Dann werdet ihr bei 100% mehr Schaden oder halt 0,5. Dann wäre es halt 50% mehr Schaden. Jetzt kommen wir zu zwei Punkten, die ich hoffe selber richtig verstanden zu haben und sie auch euch gut erklären zu können. Zumindest erkläre ich sie euch, wie ich sie verstanden habe. Und zwar haben wir hier oben ja angegeben, wie viele Minimum an Elemente bestehen bleiben sollen. Also standardmäßig 50, bis der Angriff aufhört. Jetzt können wir aber auch noch sagen, wie lange so ein Angriff dauern soll. Das heißt, ihr könnt jetzt hier bei -1 bedeutet das sind 3 Tage. Könnt ihr in Tagen angeben, wie oft der Dropship wiederkommt, um das auf diese 50 Base-Building-Elemente zu reduzieren. Denn ihr könnt ja so einen Angriff auch abwehren. Jetzt könnt ihr aber auch sagen, die 3 Tage ungefähr sind um und ihr gebt eine maximale Minimumanzahl zu Beenden der Reduktion an, die standardmäßig mit -1 auf 0
Und hier könnt ihr einfach eine Zahl angeben. Beispielsweise hier ist das dann ja auf 50, gebt ihr, keine Ahnung, 25 ein oder 60. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie es funktionieren soll, ob das dann auf die 50 rauf addiert wird. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall die Anzahl bestimmen, mit der quasi dieser Angriff einmal beendet wird aufgrund der maximalen Minimumanzahl in der Tageszeit. Ich hoffe, das kam so rüber, spult ansonsten nochmal zurück. Wie gesagt, vielleicht habe ich es auch nicht zu 100% verstanden. Ich habe nichts darüber im Internet gefunden und von daher nehmen wir es erstmal so hin, wie ich es verstanden habe. Darunter könnt ihr dann die maximale Anzahl der rumfliegenden Drohnen angeben. Das geht bis 40, das sind diese silbernen Drohnen, die überall rumfliegen. Dann könnt ihr das Spawnen von Wächtern deaktivieren. Hier wieder Namensgebung komplett schwachsinnig gewählt. Ihr könnt Spawnen von Wächtern deaktivieren. Das heißt, wenn ihr es anmacht, dann sind sie aus. Wieder mal genial gelöst. Wiedereinstieg von Wächtern am Wegpunkt aktivieren. Das bedeutet, kommt der Dropship und bringt den Mech. Ansonsten spawnt der einfach. Wieder mal schlecht übersetzt. Egal, ihr habt es jetzt von mir gehört. Dann könnt ihr die Suicide Puppets, also die mit dem Sprenggürtel, an- und ausmachen. Dann könnt ihr sagen, ob Puppets Türen öffnen und durch Fenster springen können, an oder aus. Und darunter könnt ihr die Gesundheit von den einzelnen Sachen hoch oder runterschrauben. Das heißt, wenn ihr Puppets, Dropships, Mechs wieder ein wenig weniger oder mehr Leben geben wollt, dann macht ihr das. Oder die Mechs, die bei euch gespawnt werden, wenn eure Base angegriffen wird, könnt ihr hier auch nochmal separat ein Lebensbalken reduzieren oder aufstocken. Darunter kommt jetzt für die wichtigste Zeit wahrscheinlich erstmal der Schwierigkeitsgrad der NPCs. Der geht von 1, 2 zu 3 und hier könnt ihr einfach sagen, sie sind leicht, mittel oder schwer. Das heißt, Aiming und Schaden und sonstiges wird dadurch beeinflusst von den NPCs. Darunter könnt ihr eine Wahrscheinlichkeit angeben, ob ein NPC, wenn ihr ihn lootet, halt eine Waffe droppen lässt. Da könnt ihr einfach sagen, ja, zu 100% lässt jeder NPC eine Waffe droppen oder standardmäßig wie hier 40%ig ist die Chance, dass das passiert. Ja, Freunde, da haben wir den NPC-Part geschafft, oder? Kommen wir zum Wetter oder was wahrscheinlich eigentlich eher zutreffen wäre, der Umwelt. Hier könnt ihr sagen, die Startzeit des Tages. Tages bedeutet, wann per se der Tag beginnt auf dem Server, nicht wann die Sonne aufgeht. Das wird später nochmal wichtig, erkläre ich gleich. Es wäre jetzt in diesem Fall 8 Uhr und hier unten könnt ihr dann sagen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist aber um so und so viel Uhr. Dann könnt ihr einmal die Helligkeit und die Dunkelheit, je nachdem, einstellen, wie hell oder dunkel es in der Nacht bei euch auf dem Server sein soll. Je niedriger, desto heller wird es, je höher, desto dunkler wird es. Und dann könnt ihr noch die Tageszeitgeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Je geringer dieser Wert ist, desto langsamer geht euer Tag. Je höher er ist, desto schneller geht euer Tag. Das heißt, eure Sonnen- und Auf- und Untergänge, die sind schneller oder langsamer. Unter Karte haben wir ein ganz geiles Feature eigentlich, wo man sich aber zumindest mit der ersten Positionierung der X- und Y-Koordinate ein bisschen rumtricksen muss. Was hier aber auch noch verbaut ist, ist der verschlossene Beutecontainer aktivieren. Das heißt, man kann die Airdrops, die man einstellen kann, sagen, dass die verschlossen sein sollen oder nicht. Ansonsten könnt ihr halt hier unten eine benutzerdefinierte Karte erstellen. Das geht folgendermaßen. Und zwar braucht ihr eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate, um die Mitte des Bereichs, den ihr selber als Karte haben wollt, zu bestimmen. Dazu gehen wir jetzt einmal auf Scum Map. Den Link packe ich euch unten rein. Gehen hier auf Copy TP Location und sagen jetzt mal beispielsweise, das ist die Mitte der Karte. Jetzt habt ihr da jetzt den Teleport Command drin, der hilft uns aber in diesem Fall nicht. Wir müssen auf Location gehen und können hier das rein kopieren, sodass wir die X- und Y-Koordinate bekommen. Die kopieren wir hier raus, die fügen wir dann hier ein, X hierhin, Y dahin und dann haben wir die Kartenbreite und Höhe. Ihr könnt jetzt keinen Kreis machen. Und wie ihr seht, dürft ihr hier auch keine Kommatas oder Punkte einfügen. Das muss so sein, spielt jetzt aber auch keine große Rolle. Aber die Kartenbreite, die ist relativ groß. Ich glaube, eine Zahl ist ein Quadrant. Dementsprechend müssen wir hier runtergehen. Beispielsweise, wir machen das mal sehr demonstrativ auf 2,4. Das heißt, 2 Kilometer nach rechts und nach links geht es vom Mittelpunkt aus. Und in der Höhe machen wir einfach mal 5, ungefähr doppelt so groß, geht das dann in die Höhe. Wir müssen das einmal anwenden und dann einmal den Server neu starten. So, zurück auf der Karte seht ihr schon, dass da links eine Tötungsmeldung auftaucht, weil wir sind nicht innerhalb des Bereiches.
Und jetzt habt ihr gerade gesehen, was passiert. Wir respawnen uns eben und wie ihr hier sehen könnt, wir spawnen nur innerhalb dieses Bereiches. Denn in den Servereinstellungen hatten wir unter Karte angegeben, dass wenn man in dem Bereich ist, außerhalb der Kartenbegrenzung soll alles zerstört werden. Das ist mit unserem Leben natürlich auch gemeint. Dementsprechend, damit kann man sehr, sehr coole Sachen machen, wenn man sich so eine Karte erstellen kann, wie ich finde. Da kann man und wie ihr seht, es ist nicht hundertprozentig der Mittelpunkt, den wir uns von der Scum-Map geholt haben. Deswegen, manchmal muss man da ein bisschen mit rumspielen, mit den Koordinaten. Ob es jetzt ein Stück weiter oben ist, unten ist, sonstiges, einfach mal mit den Zahlen ein bisschen rumspielen. Es ist zwar mit dem Server-Neustart immer ein bisschen nervig, aber es ist ein sehr, sehr cooles Feature. Ansonsten sehen wir, dass hier noch die Verschließbarkeit des Garagentors aktiviert oder deaktiviert werden kann. Wenn wir es jetzt aktivieren, ist es verschließbar im Garagentor, also man kann Schloss reinmachen, wenn es aus ist, kann man es halt nicht. Kommen wir nun zu den Frachtabwürfen oder eigentlich Cargo Drops genannt. So, hier kann man in Minuten die Abklingzeit halt des Cargo Drops machen, den man benötigt, um den nächsten Cargo Drop einzuleiten. Der ist jetzt hier standardmäßig auf 90 Minuten eingestellt. Im Maximum wären es 120 Minuten. Also zwischen 90 und 120 Minuten würde ein Cargo Drop kommen. Dann gibt es einmal die Fallverzögerung des Frachtabwurfes. Das heißt, hier oben links kommt die Meldung, Frachtabwurf in D4 oder Cargo Drop, wie auch immer. Und nach der Meldung zählt nochmal ein Timer runter in Sekunden, bevor der Cargo Drop anfängt zu fallen. Die Falldauer kann man hier definieren. Das sind dann auch nochmal Sekunden. Hier kannst du ihn auch innerhalb von einer Sekunde fallen lassen, bam, und er ist unten. Wenn er dann unten ist, hat er ja eine Selbstzerstörungszeit, die er drin hat. Der wird auch wieder in Sekunden angegeben, ist in diesem Fall 20 Minuten, wie es standardmäßig ist. Nach 20 Minuten wird der Cargo Drop sich selber zerstören. Ansonsten könnt ihr hier dann einstellen, wie die Gewichtung der Zombie-Begegnungen vor Ort sind. Das heißt, hier könnt ihr sagen, es sollen sehr viele Puppets da spawnen und hier ist dann auch noch einmal die Chance, ich weiß, das ist eine Gewichtung, aber für mich ist es eher eine Chance durch den Multiplikator, dass ein Dropship da ist. Dann gibt es noch das Jagen. Hier könnt ihr prinzipiell die Jagdbegegnungen, die ihr sicherlich kennt und die sehr, sehr viele nicht mögen, wenn ihr jetzt ein Tiergeräusch hört, die ausgelöst werden können. Das könnt ihr immer aufs Maximum hochballern aus meiner Sicht. Damit passiert nichts Schlechteres als sonst. Darunter könnt ihr dann ein bisschen mehr gewichten, wo ihr gerne die Jagdsequenzen haben wollt. Beispielsweise im Wald, Wiese, Mittelmeer, Gebirge, Stadt oder im Dorf. Das ist alles auf -1 eingestellt, beziehungsweise hier dann auf 1. Das sind immer Chancen, die ihr berechnen müsst. Also ihr habt natürlich eine Spawn-Chance von 100%. Darauf solltet ihr ungefähr das Ganze hier auslegen. Ansonsten glaube ich, kriegt jeder irgendwie so ein bisschen Probleme, wie das dann wirklich spawnt. Vielleicht ist es auch in sich eine 100%, dass immer wieder eine neue 100% Chance berechnet wird für das einzelne Gebiet. Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn ergibt, aber damit könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen rumspielen und gucken, was euch am besten gefällt an den Orten, wo es dann spawnen soll. Dann haben wir die Jagdfehlschleitzeit, also das heißt, ihr habt eine Jagd gehört, also ein Pferd oder sowas, geht dem hinterher, jagt das und jagt das und jagt das. Dann könnt ihr hier angeben, wie lange man Zeit hat, bis es fehlgeschlagen ist. Hier in diesem Fall wären es jetzt 150 Sekunden. Wenn du den nächsten Hinweis in 150 Sekunden nicht gefunden hast, dann ist das Tier weg und die Jagdsequenz ist vorbei. Genauso geht das auch mit Metern in Entfernung. Das heißt, 300 Meter weg von dem nächsten Hinweis und die Jagd ist fehlgeschlagen. Darunter könnt ihr dann noch einmal die Gesundheit der einzelnen Tiere einstellen. Vom Bär übers Wildschwein, Huhn, Hirsch, Esel könnt ihr alles das Leben erhöhen oder minimieren. Am wichtigsten ist hier natürlich die Ziege ungefähr auf das 10-fache zu pushen, weil das macht dann am meisten Spaß auf dem Server. Ich hoffe, ihr könnt noch, Freunde, denn wir sind noch lange nicht durch. Kommen wir zum Wiedereinstieg. Wiedereinstieg ist zumindest etwas simpler. Hier könnt ihr definieren, wie die Spieler wieder zurück ins Leben kommen sollen. Erst einmal könnt ihr hier an- und ausschalten, ob sie am Unterstand und oder im Sektor halt spawnen dürfen. Wenn ihr das beides auf aus macht, könnt ihr nur zufällig spawnen und wenn ihr das hier halt macht, könnt ihr halt sagen, okay, nur Sektor soll erlaubt sein. Dann könnt ihr hier definieren, was es kosten wird. 250 Cash, 1000 Cash oder 1 Gold. Am Unterstand ist es standardmäßig 1 Gold am Unterstand und das andere könnt ihr dann machen, wie es für euer Konzept am besten passt.
Darunter könnt ihr dann die Timer für die einzelnen Spawn-Punkte wieder einstellen. Das heißt, zufällig kann man immer machen in diesem Fall, weil es auf 0 ist. Für Sektor und Unterstand muss man 60 Sekunden warten, bis man es auslösen kann. Dann gibt es für diese auch noch eine Abklingzeit. Das heißt, Zufall kann man immer machen, man kann immer wieder respawnen, egal wo. Und für Sektor und Unterstand, wenn man gerade gerespawnt ist, gibt es dann noch einmal eine Abklingzeit. Sagen wir jetzt mal, ihr habt 60 Sekunden gewartet, bis ihr im Sektor regespawnt seid dann da gelandet, seid wieder gestorben, habt ihr eine Abklingzeit von 240 Sekunden, die noch abläuft. Sagen wir jetzt mal, ihr habt 60 Sekunden gewartet, seid 60 Sekunden rumgelaufen und dann wieder gestorben, habt ihr immer noch 2 Minuten ungefähr, bis ihr dann wieder respawnen könnt. Genauso wie beim Unterstand. Diese Abklingzeit kann noch einmal im Nachhinein beeinflusst werden. Das heißt, ihr könnt hier mit den Multiplikatoren das noch einmal hochstellen, dass je öfter das passiert, desto höher die Abklingzeit ist. Sagen wir jetzt mal, einer respawnt sich ständig wieder im Sektor, dann soll er vielleicht auch dafür bestraft werden, indem sich das dann halt pro Mal irgendwie ein bisschen hoch multipliziert. Genauso können wir da an den Preisen auch noch etwas pro Teammitglied auslösen. Das heißt, ihr habt mehrere Teammitglieder, dann können wir die Preise für die einzelnen Sektoren oder Orte, wo man respawnen kann, noch etwas hochdrehen. Dann gibt es auch noch Abklingzeiten für die Selbstmorde. Und zwar, der erste Selbstmord ist for free, da hast du überhaupt keine Strafe, die du erhalten sollst, aber danach, wenn du es dann nochmal hast, dann kommen nochmal 60 Sekunden oben drauf und dann auch wieder einen Multiplikator, je öfter du es machst, desto länger musst du da warten, bis du respawnen kannst. Darunter gibt es dann das Feld endgültiger Tod. Hier könnt ihr einstellen, wie viel Cash ihr im Minus sein müsst oder der Spieler im Minus sein muss, bis er ein Permatod erleidet. Ne, jeder Tod kostet ja jetzt hier standardmäßig beispielsweise zufällig 250 Cash. Das heißt, nach ungefähr 11 Malen ohne Geld wieder eingezahlt zu haben in seiner Bank, würde er dann permatot sein und müsste sich einen neuen Charakter erstellen. Hier kleiner Tipp, wenn ihr einen One-Lifetime-Server haben wollt, müsst ihr hier am besten die höchste maximale Geldsumme da reinschreiben, also 2.147.000.000 bliblablub, und alle Respawn-Preise könnt ihr so lassen, dass der Spieler niemals es schaffen wird, sich jemals eigentlich wieder zu respawnen. Weil keiner wird die Summe in der Zeit höchstwahrscheinlich einzahlen und wenn er es geschafft hat, dann soll er doch bitte auch respawnen dürfen. Kommen wir zu den Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen können wir als erstes den Verbrauch der einzelnen Energieträger bestimmen. Das heißt hier, wir können, ich weiß nicht, warum hier Ablass steht, aber der Kraftstoffverbrauch für den Motor wird hier bestimmt, genauso wie der Batterieverbrauch für den Motor, wenn ihr ihn starten wollt, und der Batterieverbrauch für Geräten. Sei es jetzt Licht am Auto oder das Autoradio. Die könnt ihr hier bestimmen. Je höher, desto schneller verbrauchen sie etwas, je niedriger, desto langsamer. Dann gibt es noch den Batterieverbrauch für Inaktivität. Da könnt ihr sagen, die Batterie entlädt sich immer schneller oder langsamer, wenn das Auto die ganze Zeit nur rumsteht. Dann könnt ihr auch wiederum definieren, dass die Batterieaufladung durch die Lichtmaschine entweder schneller oder langsamer geht, genauso wie für die Batterieaufladung mit dem Dynamo am Fahrrad. Dann kommen wir zu den Spawnraten der einzelnen Fahrzeuge. Das ist überall gleich aufgestellt, deswegen werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen. Das ist für alle Geräte gleich. Das heißt, der Kinglet Duster wird gespawnt zweimal auf der Map. Er wird, also maximal funktionierende Dusters werden es sein. Wenn ihr hier, das hier könnt ihr immer auf voll machen, wenn ihr immer nur funktionierende Autos haben wollt oder beziehungsweise auch Flugzeuge, die halt mit Motor gespawnt werden. Beim Flugzeug ergibt es halt noch nicht so viel Sinn, dass das da drin ist, weil das noch gar nicht so modular ist, dass du dafür einen Motor holen musst. Aber bei den Motorrädern und bei den Autos ist es halt auch so, bei den Traktoren, dass da dann halt auch, wenn du es nicht einstellen würdest, Autokarosserien spawnen würden ohne Motor. Dann gibt es die Mindestmenge gekaufter Geländemotorräder oder halt auch Leicas, wie auch immer, die damit einhergehen. Ihr habt eine Maximalanzahl, sagen wir jetzt mal 30, dann könnt ihr hier angeben, wie viele davon mindestens gekauft werden müssten. Also es gibt einen Spawner, der zählt 30 Geländemotorräder. Wenn 5 davon gekauft sind, also 25 auf der Map spawnen, 5 müssen gekauft werden, wird beim Überschreiten der 30 bzw. der 25, 26, 27, 28, 29 nichts mehr gespawnt. 25 spawnen auf der Map, 5 müssen gekauft werden, danach wird gar nichts mehr gespawnt. Und hier unten wieder der funktionale Anteil. So läuft das für alle
weiteren Geräte, natürlich nicht für Schubkarren. Ihr werdet es sehen, aber das Prinzip ist überall dasselbe. Dann unter Verschiedenes gibt es die maximale Zeit der Fahrzeuginaktivität. Diese wird in Stunden, Minuten, Sekunden eingerechnet. Das heißt, ihr habt hier 10 Tage lang Zeit, bis euer Fahrzeug einfach despawnt, wenn es 10 Tage lang nicht bewegt hat. Dann haben wir die Zeit für Fahrzeuge in verbotenen Zonen. Ihr erinnert euch, die verbotenen Zonen sind so beispielsweise die Händlerzonen. Da darf das genauso wie die Truhe 2 Stunden lang stehen, bis es einfach despawnt. Und darunter könnt ihr das Protokoll für zerstörte Fahrzeuge angeben, was tatsächlich super hilfreich für euch ist. Wenn wieder mal ein Fahrzeug unter die Map spawnt oder sonstiges, könnt ihr das alles einfach in den Logs nachschauen. Somit kommen wir auch zur Kategorie Schaden. Hier könnt ihr prinzipiell den Schaden von Spieler zu Spieler einstellen. Der wird hier oben gemacht und je höher, desto mehr Schaden gibt es. Je niedriger, desto niedriger ist natürlich der Schaden. Außerdem könnt ihr darunter noch sagen, dass ihr bewaffnete Nahkampfangriffe, also mit Schwertern oder sonstiges, nochmal irgendwie separat einstellen könnt. Ihr könnt den unbewaffneten Nahkampf, also Faustkampf, könnt ihr einstellen und den Wurfschaden für Mensch gegen Mensch könnt ihr auch nochmal einstellen. Darunter kommen dann die Mechs, die ihr einstellen könnt. Da kommt erstmal der grundlegende Schadenmultiplikator, der Schienengewehr-Multiplikator. Das heißt, wenn er Ratter, Ratter, Ratter macht, wie viel das Schaden macht. Dann die Granaten, die er abfeuert, wie viel Schaden die machen. Da unten dann der Stützpunkt Mech, wie viel Schaden der macht. Vorhin hattet ihr ja gesehen, da konnte man das Leben des Mechs einstellen. Hier könnt ihr den Schaden einstellen. Genauso wie hier nochmal Schienengewehr, was eigentlich ein Maschinengewehr vielleicht wäre, aber wie dem auch sei. Und einmal die Granaten noch einmal. Darunter könnt ihr noch einmal sagen, dass er an Basebau-Elementen selber nochmal mehr oder weniger Schaden machen darf. Genauso wie der Dropship. Hier gibt es wieder für den Dropship einen einzelnen Multiplikator für die Gesamtschaden. Dann einmal wieder auch Maschinengewehrschaden und dann der Schadensmultiplikator an den Basebau-Elementen. Darunter könnt ihr dann die Schaden der einzelnen Dinge hier nochmal einstellen. Zum Beispiel der Puppet-Schaden. Das ist natürlich das Wichtigste für ein Server-Balancing. Wie viel Schaden macht eigentlich unser Puppet? Darunter gibt es dann einen Schadensmultiplikator für den Gegenstandszerfall. Weil Gegenstände verfallen einfach, wenn man sie benutzt und auch teilweise abfeuert. Dazu kommen wir gleich. Und das könnt ihr hier erhöhen oder runterstellen. Genauso ist es wie für den Nahrungszerfall. Hier könnt ihr einstellen, wie schnell eure Nahrung verfällt. Darunter wird bei Waffenabnutzung beim Feuern eingestellt. Denn jedes Patrönchen, was ihr durch die Waffe schießt, wird eure Waffe schaden und sie immer mehr kaputt machen. Das könnt ihr hier regeln, wie doll ihr das haben wollt oder auch nicht. Dann gibt es noch einmal die Schadenserhöhung für die Schlosssicherung, das heißt die Elektroschocks, die ihr bekommt. Wie viel Schaden sollen die machen? Sollen die weniger oder mehr Schaden machen? Nun zu den Funktionen im Stützpunktbau. Ich liebe das Wort Stützpunktbau. Hier könnt ihr einstellen, wie lange es dauern soll, bis eine Flagge übernommen wurde. In Stunden, Minuten, Sekunden. Hier zum Beispiel wären es dann 24 Stunden, dann ist eine Flagge übernommen. Dann könnt ihr einstellen, wie viele Elemente pro Flagge gebaut werden dürfen. Standardmäßig sind 100, pro weiteres Teammitglied sind nochmal 25 und pro weitere Flagge werden es nochmal 75. Ob man eine weitere Flagge noch erstellen darf, stellt ihr hier ein. Da kann man sagen, mehrere Flaggen pro Spieler erlauben oder nicht. Dann könnt ihr auch an- und ausschalten, dass Flaggen auf Stützpunktelementen platziert werden sollen. Wenn standardmäßig kann man Flaggen nur auf dem Boden platzieren. Wenn ihr das hier anstellt, könnt ihr beispielsweise eine Flagge erstellen, euch einen Untergrund bauen und dann die Flagge abreißen und darauf dann wieder bauen. Bei Dauer bis Truhenerhalt ist gemeint, wenn ihr eine verschlossene Truhe findet und ihr schafft es nicht, sie aufzuknacken, könnt ihr sie bei euch in die Base holen, da liegen lassen und nach 24 Stunden ist es dann eure Truhe. Darunter kommen die Waffenständer. Hier könnt ihr angeben, wie viele Waffenständer, einmal die auf dem Boden stehen und die in der Wand sind, in der Base vorhanden sein dürfen. Dann könnt ihr auch sagen, noch eine Schwellgrenze, sagen wir jetzt mal, ihr gebt hier 5 an. 5 dürfen maximal drin sein, aber ab 3 soll der Zerfall dieser Waffenständer beschleunigt werden, sodass sie dann schneller despawnen. Dann könnt ihr einstellen, wie viele Brunnen man maximal an einem Flaggenbereich haben darf. Standardmäßig müssten es, glaube ich, 1 sein. Und wenn ihr hier genau dasselbe nochmal sagt, okay, die dürfen 10 Brunnen haben, aber ab 5 soll der Zerfall halt schneller gehen, könnt ihr das hier einstellen. Dann gibt es genau dasselbe Prozedere mit den Geschütztürmen, wo ihr sagen könnt, wie viele und ab wann wird der Zerfall höher und wie viele Gärten man pro Flaggenbereich haben darf. Der zerfällt dann nicht schneller. Dann könnt ihr hier einstellen, ob man Wände bzw. Böden auf halbhohen oder niedrigen Wänden bauen darf. Das hat am Ende Performance- oder designtechnische Gründe, warum man das haben
möchte oder muss. Hier könnt ihr das auf jeden Fall an- oder ausstellen. Der nächste Punkt ist der Raid-Schutz. Der Raid-Schutz ist standardmäßig aus. Wenn ihr ihn anmacht, könnt ihr zum Beispiel sagen, ey, es gibt einen Offline-Raid-Schutz. Das heißt, wenn der Spieler offline geht, ist seine komplette Base geschützt vor Raiding. Da gibt es aber dann eine Startverzögerung von, in diesem Fall, 30 Minuten. Das heißt, jemand wird geradet und nach 30 Minuten, wenn er offline gegangen ist während des Raids, kann man die Base nicht mehr raiden. Könnt ihr euch natürlich philosophieren, wie ihr möchtet, was ihr da besser findet. Das Ganze wird protokolliert oder nicht, jeweils ob das hier aktiv ist oder nicht. Dann gibt es noch den flaggenspezifischen Raid. Diesen flaggenspezifischen Raid kann man sich kaufen für 10 Gold. Diese Sicherheitszeit gibt dann eine Abklingzeit von in diesem Fall 120 Stunden. Könnt ihr das euch kaufen für 120 Stunden einen Raid-Schutz und die maximale geschützte Zeit sind dann davon aber 8 Stunden. Das heißt, ihr habt 8 Stunden Schutz und alle 120 Stunden dürft ihr euch das wieder kaufen. Dann gibt es noch den globalen Raid-Schutz. Der globale Raid-Schutz ist eigentlich ganz nice. Da könnt ihr nämlich bestimmen, zu welchen Zeiten ein Server raidbar ist. Das Ganze müsst ihr bei Gportal unter der Dateiverwaltung unter Scum, Save, Config, Windows Server und der Raid-Time JSON einstellen. Hier könnt ihr halt einstellen, zu welchen Startzeiten oder Endzeiten ein Raid stattfinden darf. Beispielsweise am Freitag und Sonntag. So könnt ihr das staffeln von 14 bis 2 Uhr. Davor gibt es 5 Minuten vorher gibt es ein Announcement und 5 Minuten vor Ende dieser Zeit gibt es auch ein Announcement, dass es dann startet, jeweils endet. Ihr könnt auch beispielsweise einen einzelnen Tag sagen wir jetzt mal auf den Sonntag wollt ihr aber, Saturday war natürlich Samstag, auf den Sonntag wollt ihr von 14 bis 23 Uhr haben. Das könnt ihr dann genauso da einstellen. Ihr könnt sagen Weekdays, das heißt innerhalb der Woche wollt ihr die und die Zeiten haben oder am Wochenende von der und der Zeit. Das Ganze könnt ihr auch verkürzt reinschreiben mit Montag, Dienstag, Mittwoch, also so wie es hier steht. Hier könnt ihr dann noch angeben, ob das jetzt im Chat reingeschrieben wird, wann die Raid-Zeiten sind, an oder aus. Dann, wenn beispielsweise ein Raid startet in kürzester Zeit, ob dann eine Ankündigung, also hier ein Announcement, was dann rot bei allen Spielern angezeigt werden soll. Und ob halt die Start- und Ende-Meldung, also jeweils dieses Announcement pro Start und pro Ende quasi rausgehauen wird. Der nächste Punkt sind die Ressourcen. Das heißt, Wasser, Benzin und Propangas kann hier eingestellt werden, das ist bei allen gleich, wie das periodisch aufgestellt wird. Also das heißt, ihr könnt erstmal eine Maximalanzahl einstellen, wie viel Wasser in jeweiligen Behältern, Brunnen oder sonstiges drin sein kann, soll. Sind alles nur Multiplikatoren, das heißt, ihr beeinflusst das. Wir haben jetzt keine explizite Füllmenge. Und dann gibt es die periodische Wasserauffüllmenge, das heißt, wie viel Menge wird pro Intervall, den ihr hier bestimmt, wie oft der Intervall kommt, wieder nachgefüllt werden. Dann gibt es die Auffüllmenge, wenn ihr in der Nähe seid und die Auffüllchance in der Nähe, weil Wasser füllt sich halt größtenteils auf, wenn ihr in der Nähe seid, beziehungsweise nicht. Und dann die Chance, ob es, wenn ihr in der Nähe seid, sich auffüllt, soll genauso sein. Das soll das Ganze ein bisschen erschweren, wenn ihr in der Welt rumlauft, dass ihr ein bisschen schwerer habt, dann sagen wir jetzt mal in der Nähe Wasser wieder aufzufüllen, während ihr da stehen bleibt. Das Ganze gibt es dann noch als Timeout. Diesen Timeout checkt halt, wann die Auffüllbehälter halt quasi wieder nachgefüllt werden und checkt, ob ihr noch in der Nähe seid oder nicht. Das könnt ihr erhöhen oder runterschrauben. Wenn sagen wir jetzt mal, der hier ist runtergeschraubt, dann wird nochmal die Chance ausgerechnet, ob, wenn ihr in der Nähe seid, das nochmal ausgelöst wird und dann wird die Füllmenge, die ihr hier in der Nähe bestimmt habt, auch durchgeführt. Das heißt, ihr könnt jetzt die Füllmenge hier niedriger machen, aber im Normalfall wäre die periodische Auffüllmenge für Wasser sehr viel höher, wenn ihr nicht in der Nähe seid. So könnt ihr das Ganze ein bisschen balancen. Und das Ganze gilt auch für Benzin. Da ist das ein bisschen mit den Chancen und sonstiges nicht ganz so wichtig. Und beim Propangas genauso. Bei den Gegenstandsspawn habt ihr die Multiplikatoren, die für euch wahrscheinlich am spannendsten sind. Und zwar für das, was spawnen soll. Also wie viel Loot wollt ihr haben. Da haben wir einmal den Spawner und den Untersuchungsspawner. Der untere ist natürlich für die Sachen, die ihr durchwühlen könnt, also wo ihr F drücken möchtet. Und das hier ist für die Spawn-Wahrscheinlichkeit, was außerhalb der Spawn-Container liegt. Hiermit legt ihr dann mit dem Multiplikator fest, wie viel da und da halt gespawnt werden soll. Darunter habt ihr die, hier steht jetzt Verfallszeit, aber es ist die Abklingzeit natürlich, der Cooldown, bei
wie viel der liegen soll für die einzelnen Spawner beim Untersuchen. Also je niedriger, desto kleiner wird die Zeit. Und je höher, desto länger wird die Zeit. Die Standardzeit dafür müssten immer noch 20 Minuten betragen. Dann kommen wir zu den Gegenstandsgruppen. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Hier könnt ihr die Abklingzeit für die Gegenstandsgruppen einschalten oder ausschalten. Das bedeutet im Endeffekt, es gibt vorgefertigte Gegenstandsgruppen schon. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise in einem Container ein Magazin findet, XY, was dann in diesen Cooldown-Timer irgendwie mit reinspielt, und ihr dann nochmal denselben Container irgendwie lootet nach 20 Minuten, dann ist der aber für eine Stunde beispielsweise gesperrt, das Item, dass jetzt eine M82 nicht dreimal irgendwie aus dem Bunker geholt werden kann. Das kann man damit eindämmen. Da komme ich aber später nochmal zu. Das ist ein bisschen tricky und auch vielleicht nicht ganz so geil, wie man es sich vorstellt. Unter ist wieder die Dauer der Anklickzeit für die Gegenstandsgruppen. Also wie lange soll es jetzt erhöht oder runtergefahren werden mit den Standard-Gegenstands-Abklingzeitsgruppen. Also die Cooldown-Gruppen heißen die eigentlich. Dann kommen wir zu den Teams. Die Teams basieren ja auf der Intelligenzstufe und hier könnt ihr einstellen, auf welcher Intelligenzstufe wie viele Mitglieder im Team sein sollen. Dann habt ihr hier eine Anzahl der zu bestrafenden Teammitglieder. Das heißt, wenn jemand euer Team verlässt, dürft ihr hier sagen, ab wie viel Leute, die das Team verlassen, wird eine Strafe verhängt. Also es kann jetzt nicht sein, dass ein Team dann auf einmal 8 Leute verliert und da keine Strafen für ausgegeben werden. Das wird hier bestimmt. Wenn dieses Verlassen eines Teams quasi vollzogen wurde und sie dann wieder in euer Team kommen, pro ehemaliges Teammitglied, haben sie eine Probezeit. Die kann hier eingestellt werden. Auch wieder mit einem Multiplikator. Das heißt, je höher, desto länger ist die Probezeit, je niedriger, desto niedriger ist die Probezeit. Und das wird in Tagen festgelegt. Wenn aber ein Teammitglied euer Team verlassen hat und es wieder zurückkommen will und wieder drin ist, könnt ihr hier in Tagen festlegen, wie lange er Probezeit hat. So soll einfach ein bisschen dieses Teamhopping unterbunden werden. Mal da und irgendwie Stress vorgebeugt werden. Das kann man hier einstellen. Genauso kann man pro ehemaliges Teammitglied eine Strafe einstellen, die der zu zahlen hat, wenn er das Team wieder betreten möchte. Beziehungsweise auch ein neues Team gründen möchte. Genauso ist es eine Ruhmpunktestrafe, wenn er das Team verlässt und dann erneut verlässt. Das Ganze kann auch mit Ruhmpunkten bestraft werden, was halt pro Teammitglied hier multipliziert wird. Also wie viele Teammitglieder oder wie viele Ruhmpunkte pro Teammitglied quasi soll abgezogen werden, wenn er das Team verlässt, um ein eigenes Team zu gründen. Dann kann man noch sagen, ob die Widgets, also die Zeichen der Teams, mit angezeigt werden bei den anderen Spielern. Das kann man hier aktivieren oder deaktivieren. Hier kann man aktivieren oder deaktivieren, ob die Teammember-Namen euch angezeigt werden, wenn ihr in der Umgebung rumläuft. Das heißt, wenn ihr es ausmacht, sieht man die Namen nicht. Wenn es an ist, sieht man die Namen. Bei Farmen kann man einfach einstellen, wie lange es dauert, bis die Ernte da ist und wie viel die Chance sein soll für die erste Pflanzenernte. Also das heißt, hier stellt man ein, die erste Ernte, wie oft, also wie viel soll das spawnen, und hier kann man sagen, wie lange es dauern soll, bis man das wieder untersuchen kann. Dann kann man unter Fertigkeiten eingeben, was man multipliziert haben möchte. Also beispielsweise, ihr habt einen Server und ihr wollt unbedingt, dass die Lauffertigkeit schneller generiert wird als Skill, und dann könnt ihr das hier erhöhen. Das heißt, pro Skill könnt ihr auswählen, ob etwas schneller oder vielleicht auch langsamer zu skillen geht auf eurem Server. Unter Quest könnt ihr die Quests an- oder ausmachen. Dann gibt es einen Quest-Zyklus, der eingestellt werden kann, der besagt, wie lange es dauert, bis ihr quasi die Maximalgrenze in einem Quest-Zyklus erreichen könnt. Diesem Quest-Zyklus könnt ihr pro Händler einstellen, wie viele Quests es quasi sein sollen. Also maximale Quests pro Zyklus, 3 Quests beim Händler. Das heißt, ihr könnt 3 Quests beim Händler machen, dann müsst ihr 24 Stunden warten, dann könnt ihr wieder 3 Quests beim Händler machen. Dann könnt ihr einstellen, wie viele Quests gleichzeitig pro Zyklus pro Händler durchgeführt werden können. Das wäre dann in diesem Fall auch wieder 3, das heißt, alle 3 Quests könnt ihr gleichzeitig annehmen und danach ist dann erstmal für diesen Händler Schluss. Dann könnt ihr, wenn ihr beispielsweise Quests nicht übernehmen wollt oder sowas, gibt es hier eine Abklingzeit für neue Quests, die in dem Händlerbuch drin sind. Der besagt jetzt in diesem Fall 3 Stunden und da könnt ihr dann sagen, in 3 Stunden sollen neue Quests in dem Buch sein. Genauso gilt dasselbe für Handy oder an den Hinweistafeln. Der letzte Punkt ist dafür, dass ihr sagen könnt, sollen die Items, die man jetzt für den Händler besorgen soll im Quest, sollen die geblockt werden beim Händler, ja oder nein? Wenn es an ist, könnt ihr sie nicht kaufen. Wenn es aus ist,
könnt ihr sie kaufen beim Händler. Dann haben wir die Geschütztürme noch. Die Geschütze sind relativ selbsterklärend, weil hier könnt ihr einstellen, was die alles angreifen sollen. Also andere Spieler, Puppets, Fahrzeuge, Mechs, Tiere und bewaffnete NPCs. Das könnt ihr hier serverseitig ein- oder ausstellen, je nachdem, wie ihr das fahren wollt und wie schwer oder einfach das die Mitspieler haben sollen. Unter Verschiedenes haben wir mehrere Einstellungsmöglichkeiten, wie Verschiedenes schon andeutet. Wir haben die Bewegungsträgheit. Damit wird definiert, dass Sprünge und sonstige Sachen, die halt sehr auf deine Ausdauer gehen, beeinflusst werden. Das könntest du hier nicht mehr hochstellen, das kann nicht noch schlimmer werden, aber du kannst es runterstellen. Darunter kannst du dann für sowas wie Klettern und Springen, kannst du dann auch noch einmal multiplikatorisch noch einmal das Ganze erhöhen oder runterbringen. Du kannst das Ganze auch so oder so komplett ausmachen. Dementsprechend würde da dann überhaupt keine Ausdauereinbuße mehr sein. Dann gibt es den Punkt Erschöpfung deaktivieren. Es mögen nicht viele Spieler, ich finde, es gehört irgendwie zum Spiel dazu, hasse es aber persönlich auch und finde es völlig okay, wenn man es ausmacht. Aber hier wieder der Trick, deaktivieren an. Weltklasse-Scam, dass ihr solche Mechaniken doch so umbaut. Darunter können wir den Stoffwechsel von den Leuten beeinflussen. Hier ist das eigentlich relativ balanced, finde ich, mit 384, aber für die Leute, die einen schnelleren Stoffwechsel haben, die machen den Wert hier höher. Die Leute, die einen langsameren Stoffwechsel, also dass ihr nicht so schnell wieder essen und trinken müsst, der macht ihn etwas niedriger. Ich finde es relativ balanced auf 3,84, aber das ist jedem natürlich selber überlassen. Darunter haben wir die Verfallszeit von zu wartenden Gegenständen. Ich liebe es. Auf jeden Fall, hier stellt ihr ein, unter Basebuilding hätte das natürlich nicht hingepasst, stellt ihr ein, wie lange ein Basebuilding bzw. Blueprints auch Zeit haben, da zu bleiben, ohne zu verfallen. Oder ohne durch den Verfall zerstört zu werden. Das wird hier wieder in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben und in diesem Fall wären das 15 Tage und das könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr möchtet. Darunter haben wir Bonus für Killbox-Entschärfungsfehlschläge. Das heißt, hier könnt ihr den Leuten, die in der Killbox sind, noch einmal eine härtere Zeitstrafe geben, wenn sie einmal das Entschärfen der Tür nicht rechtzeitig hinbekommen. Da wird dann sekündlich einfach nochmal der Abzug erhöht. Beispielsweise 5 Sekunden Strafe soll es geben für jeden Fehlversuch. Dann haben wir den Sichtbarkeitstimer für den Schlafsack. Das ist ein bisschen wie in Rust, dass ihr hier einstellen könnt, wann der Schlafsack, den ihr platzieren solltet, auf dem Boden sichtbar sein soll. Das Ganze wird hier in Sekunden angegeben, also hier in dem Fall wäre es 1 Sekunde. Das ist wirklich eine Einstellung, die relativ alt ist. Ich kann euch nicht sagen, welchen Vor- oder Nachteil das hat, außer halt, du schläfst auf deinem Schlafsack irgendwo ein und loggst dich dann aus und dann würde jemand an dir vorbeilaufen und den Schlafsack sehen und weiß, aha, wenn der sich wieder einloggt, ist er genau hier, dann töte ich ihn. So, aber also wer schläft schon auf dem Schlafsack ein, ne? Also das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr die BCU-Schlösser für eure Basements oder wo auch immer man die reintun kann, aktivieren oder deaktivieren, ob man die benutzen kann oder nicht. Dann könnt ihr die Namensänderung in Stunden angeben, wie oft man das machen darf. Also in alle 168 Stunden darf man seinen Namen ändern und der Preis der Namensänderung wäre in diesem Fall 1000 Cash. Könnt ihr dann natürlich auch nochmal ändern. Dann haben wir den Schutz für neue Spieler aktivieren. Da könnt ihr euren Spielern, die auf den Server kommen, die Möglichkeit geben, diesen Schutz für neue Spieler halt zu aktivieren. Das kennt ihr ja, wenn ihr dann irgendwie ein Spiel beginnt. Da fragt ihr euch am Anfang, soll der Schutz aktiviert werden? Das könnt ihr hier serverseitig zumindest an- oder ausschalten. Dann könnt ihr darunter noch sagen, die Dauer des Schutzes, wie lange das anhalten soll. Das wird hier wieder in Minuten gegeben. Das heißt, 2 Stunden hat der Spieler Zeit, sich an das Spiel zu gewöhnen und in diesem Schutzmodus zu bleiben. Dann könnt ihr den Anfängern auch gerade das automatische Öffnen des Fallschirms erlauben. Das heißt, sie würden halt beim ersten Runterspringen da den Fallschirm irgendwann geöffnet bekommen und müssen nicht selber öffnen. Dann könnt ihr die Schnellzugriffsleiste, die ihr unten seht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, G und so weiter, könnt ihr an- oder ausschalten. Also in diesem Fall wieder ausblenden. Das heißt, wenn ihr anmacht, blendet ihr es aus. Genauso wie mit den Lebensleisten. Das sind alle Sachen, die hier bei eurem Mannequin unten stehen. Das wird dann einfach ausgeblendet. Ihr könnt Diener an- oder ausmachen und für viele Server vielleicht relevant, da könnt ihr das Digital Deluxe Starter Pack deaktivieren. Da habe ich meine eigene Meinung zu, weil man kann ja auch mit Luis Moncada oder mit Danny Trejo oder sonst wie ja auch Charaktere auswählen.
die beispielsweise schon eine Waffe dabei haben. Und das Deluxe Starter Pack jetzt mit dem kleinen Messerchen, ja, man hat ein bisschen was zu essen, zu trinken und sonstiges, aber ich finde es nicht so OP, dass man es ausschalten muss. Dürft ihr aber hier machen. Darunter ist noch ein Punkt Enable Watchdog. Da könnt ihr ein- oder ausstellen, ob Leute mit Ping-Limits spielen sollen. Das heißt auch teilweise per VPN sich einwählen, obwohl sie einen hohen Ping haben. Dann kommen die mit einem niedrigen Ping rein und das kann man hier an- oder ausschalten, dass das überwacht wird. Ist aber tatsächlich, wenn eher für die Server-Hoster relevant, die ihren eigenen Server hosten. Aber es steht auf jeden Fall jedem frei, das zu benutzen. Gehen wir jetzt auf die benutzerdefinierten Zonen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Ding, denn hier könnt ihr jetzt Zonen anlegen und den globalen Einstellungen, die beispielsweise hier sind, könnt ihr da ein bisschen entgegenwirken. Aber fangen wir erstmal mit dem hier an. Ihr habt globale Einstellungen, also auf der ganzen Map könnt ihr alle Schadenstypen einmal auswählen. Ne? Der ganz normale Sturzschaden, Puppet-Schaden, das ist relativ selbsterklärend hier durch Selbstmordpuppen, Mechs, Tiere, ob Schaden durch Verteidigungsanlagen, also diese Türme entstehen soll. Fahrzeugschaden, also wenn ihr als Fahrzeuge gegeneinander fahrt oder so weiter, soll der an oder aus sein. Ganz normale Schaden durch Faust und Tritte, Schaden durch Nahkampfwaffen, Wurfschaden, also wenn ihr abwerft, Projektilschaden, das heißt alle Waffen mit Kugeln drin, Explosionsschäden durch Granaten oder was auch immer, Schaden durch Fallen, also sowas wie Nagelbretter, Verbrennungsschaden durch Feuer, wenn ihr euch ein Lagerfeuer macht. Schaden an Stützpunkten könnt ihr an- oder ausschalten. Das heißt, eine Base kriegt Schaden oder nicht, wenn ihr mir jemanden angreift. Schaden an Fahrzeugen, also in diesem Fall Projektilschaden, also egal was, du Schaden dran, gegen Stein fahren, alles mögliche kann damit an- oder ausgeschaltet werden. EMP-Effekt, das heißt die EMP-Granaten, die ihr auf Mechs werfen könnt oder allgemein alle Generatoren und elektrischen Geräte, Schlösser, Sicherungen und so weiter, die durch EMP irgendwie beeinflusst werden, könnt ihr erlauben oder halt deaktivieren. Das Schlösserknacken von Spielern erlauben, Schlösserknacken überhaupt in der Welt erlauben oder blockieren. Stützpunkte bauen kann man hier auch noch einmal an- oder ausmachen. Das ergibt alles Sinn, komme ich gleich drauf zu sprechen. Flaggenübernahme an- oder aus. Parkplatz, das bedeutet halt, wie ich es vorhin erwähnt hatte, in den Zonen hier gibt es die Parkplatzfunktion. Da dürft ihr ein Fahrzeug, wie vorhin in den Einstellungen gesagt, nur 2 Stunden parken. Danach despawnt es. Das Verfügbarkeitsraster ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Auf jeden Fall könnt ihr hier in der Zone sagen, ob beim Verfügbarkeitsraster, ob Puppets spawnen sollen oder nicht. Es ergibt ja manchmal Sinn, dass man sich eine Zone macht, Eventzone oder so, da sollen einfach keine Puppets spawnen, das soll alles manuell passieren. Truhenlagerung hatten wir vorhin auch, da hattet ihr auch die 2 Stunden drin, ne? Auch im Outpost. Hier ist die Truhenlagerung halt aktiviert, also beziehungsweise blockiert, dass ihr dann nur 2 Stunden eine Truhe haben dürft. Dann könnt ihr Zonen definieren, ob da das Dropship kommen soll oder nicht. Und ihr könnt sagen, ob Fahrzeugtüren beim Verlassen des Autos automatisch schließen. Das ist neu. Das könnt ihr an- oder ausmachen, je nachdem, wie ihr es auf eurem Server haben wollt. Und dann gehen wir hier einmal auf den Outpost, damit ihr seht, hier sind alle möglichen Schaden deaktiviert. Aber das beim Verlassen des Fahrzeugs zum Beispiel ist aktiviert. Da kommen keine Dropships, da haben wir die Truhenlagerung ist aus und der Parkplatz ist aus. So, dementsprechend könnt ihr da nur 2 Stunden parken bzw. eure Truhe hinpacken. So, jetzt habt ihr beispielsweise einen kompletten PvP-Server und wollt jetzt eine PvE-Zone einrichten. Die wollt ihr diesmal rechteckig machen und zwar genau hier. Dann erstellt ihr hier so eine Zone, benennt die wie ihr möchtet. PvE-Zone. Und hier könnt ihr dem jetzt Ganzen eine Konfiguration zuordnen. Jetzt haben wir aber nur die globale Konfiguration und den Outpost. Da möchte ich jetzt eine neue haben. Und zwar für meine PvE-Zone. PvE-Settings. So, die Zone soll sehr gerne grün sein. Oder nee, machen wir mal schön pink. Und hier soll Sturzschaden blockiert sein, aber Schaden von Puppets erlaubt. Dann, wenn Ignorieren ist, dann werden die globalen Settings übrigens übernommen. So, und hier zum Beispiel ist dann relevant zum Beispiel, dass du sagst, hier ist Truhenlagerung erlaubt, aber parken darf man dann nur 2 Stunden lang. Und Flaggenübernahme ist hier blockiert. Ne? PvE. Das heißt, auch alle Schaden werden hier blockiert von Spieler zu Spieler. Oder du sagst, ja, doch, also eigentlich ist alles blockiert, aber Faustschläge, dass sie sich gegeneinander fetzen dürfen, das ist erlaubt. Du kannst ja den Fahrzeugschaden, den die sich gegenseitig verursachen, ausstellen oder hier komplett ausstellen. Und. Du kannst das Schlösserknacken verbieten oder aktivieren. Flaggenübernahme ist nicht rechtens, aber Schlösser dürfen geknackt werden. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und damit könnt ihr auch rumspielen, wie ihr wollt.
es gibt verschiedene Mechanismen, wie du das halt rumbauen kannst. Du kannst den ganzen Server PvE machen, indem du in den Einstellungen sagst, es gibt keinen Schaden. Oder du machst halt hier dann und dann machst du eine Zone hier und sagst, aber hier ist Schaden erlaubt. So muss man das ungefähr sehen und damit könnt ihr viele Zonen einrichten, die ganz cool sind. Genauso wie mit kreisförmigen könnt ihr dann auch so machen. Ihr geht immer, wenn ihr sowas erstellt, immer vom Mittelpunkt aus und zieht das dann groß. So, wenn ihr dann eine neue Zone hier wollt und ihr wollt jetzt die PvE-Settings auswählen, dann drückt ihr einfach hier rechts oder links. Hier gibt es dann nochmal die Outposts, aber auch die PvE-Settings. Globale Settings sind immer für den ganzen Bereich und nicht für die einzelnen Zonen bestimmt. Und so könnt ihr das machen. Wenn ihr jetzt eine entfernen wollt, drückt ihr da drauf, sagt Region entfernen, klickt da nochmal drauf und fertig. Wow, das ist echt eine Menge gewesen. Und ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt, Leute. Ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt, um euch die Videos aufzubereiten. Auch die Folgen, die jetzt kommen werden. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen werden. Es werden zu allen Themen welche kommen. Zum Loot, zum Dedicated Server, zum Quest, zum allen möglichen. Dementsprechend lasst ein Abo da. Da werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr die Glocke anhabt. Für die weiteren Videos. Ich wollte euch nicht alles in ein Video reinpacken, weil natürlich kann man die Videos dann auch skippen, aber das macht dann irgendwo auch den Algorithmus kaputt. Ich muss auch ein bisschen an meine Videos denken und an meine Abonnementen. Ihr wisst schon. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Stream, gerne auch am Montag. Und bis dahin, Freunde. Tschaußen.